Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil dieser kleinen Reihe Einführung in die Ethik von Immanuel Kant. Heute beschäftigen wir uns mit den Grundlagen, den Basics von Kants Ethik. Wir wollen Kants Ethik einordnen, wichtige Begriffe klären und am Ende werfen wir noch einen Blick auf sein Menschenbild. Immanuel Kant ist wahrscheinlich der berühmteste deutsche Philosoph. Er lebte zwischen 1724 und 1804, das heißt im Zeitalter der Aufklärung. Charakteristisch für die Aufklärung ist, dass die Vernunft im Mittelpunkt steht. Vorurteile und althergebrachte Meinungen werden kritisch hinterfragt, die Naturwissenschaften erstarken. Man spricht von einer kopernikanischen Wende in der Philosophie. Nicht mehr die Dinge in der Welt bzw. die Erfahrung, sondern der Verstand sind nun das Maß der Erkenntnis. Über die Aufklärung hat Kant auch einen sehr berühmten und immer noch hochaktuellen Essay geschrieben, Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Seine Ethik formuliert Kant vor allem in zwei Werken, einmal der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft. Um einen ganz groben ersten Überblick über Kants Ethik zu bekommen, ist es sinnvoll, seine Ethik zunächst einmal einzuordnen. Kant vertritt keine deskriptive Ethik, sondern eine normative oder präskriptive Ethik. Er will also dem Menschen vorschreiben, wie er handeln soll und beschreibt nicht nur, warum der Mensch wie handelt. Kants Ethik ist eine Vernunftethik und keine Gefühlsethik, wie wir sie etwa von Hume oder Schopenhauer kennen. Handlungen werden mit Hilfe der Vernunft bewertet. Gefühle dürfen bei der Bewertung von Handlungen keine Rolle spielen. Kant vertritt eine deontologische Ethik. Im Unterschied zur teleologischen Ethik, zum Beispiel bei Aristoteles, die nach den Handlungszielen fragt, werden bei Kant Handlungen danach beurteilt, ob sie einer verpflichtenden Regel entsprechen oder ob Handlungen aufgrund einer bestimmten Verpflichtung ausgeführt bzw. unterlassen werden. Und zuletzt handelt es sich bei Kants Ethik um eine Gesinnungsethik, die also nach der Handlungsabsicht, der Gesinnung, dem Motiv fragt. Es geht Kant nicht, wie beispielsweise bei der Verantwortungsethik, um mögliche Folgen. Drei Begriffe sind besonders wichtig, um die Grundlagen von Kants Ethik zu verstehen. Einmal das Wort Kritik, das wir ja auch schon aus dem Titel Kritik der praktischen Vernunft kennen. Der Begriff Kritik meint bei Kant eine Untersuchung, eine Prüfung, ein kritisches Hinterfragen der bisher geläufigen Gewissheiten. Der zweite wichtige Begriff ist der Begriff Autonomie. Darunter versteht Kant die Fähigkeit des Menschen, sich selbst Gesetze zu geben und danach zu handeln. Und der dritte wichtige Begriff ist der Begriff der Vernunft, also die Fähigkeit des Menschen, Erkenntnisse zu erlangen und Urteile zu fällen. Kant unterscheidet hierbei zwischen reiner bzw. theoretischer Vernunft und praktischer Vernunft. Reine Vernunft bezieht sich auf Urteile a priori, also ohne Bezug auf die sinnliche Erfahrung. Praktische Vernunft bezieht sich auf menschliches Handeln, also auf moralische Urteile. Zum Schluss schauen wir uns noch Kants Menschenbild an. Laut Kant ist der Mensch Bürger zweier Welten, nämlich Bürger der Vernunftwelt und der Sinnenwelt. Diese Theorie wird auch als Zwei-Reiche-Lehre bezeichnet. Der Mensch ist als Teil der Vernunftwelt ein Vernunftwesen, als Teil der Sinnenwelt ein Sinnenwesen. Dementsprechend hat er ganz unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Er ist ein geistiges Geschöpf, das unabhängig von seinen Sinnen und Trieben, also autonom und frei handeln kann. Gleichzeitig ist er jedoch als Teil der Natur abhängig von seinen Sinnen und Trieben und dadurch determiniert, also unfrei. Als Teil der Vernunftwelt ist der Mensch bedeutend. Er kann über seine Vernunft die Beziehungen und Verbindungen und die Unendlichkeit des Universums erkennen und hat damit Anteil an dieser Unendlichkeit. Als Teil der Sinnenwelt ist er jedoch winzig und unbedeutend. Er ist durch seine Vernunft als geistiges Geschöpf mehr als bloße Materie und damit unsterblich. Als Sinnenwesen jedoch ist er sterblich, bloße Materie, die nach dem Tod zerfällt. Das waren nun die wichtigsten Grundlagen zu Kants Ethik. Vor allem Kants Menschenbild ist wichtig, um zu verstehen, wie der Mensch moralisch handeln kann, was seinen Willen beeinflusst und welche Rolle der kategorische Imperativ dabei spielt.
Um diese Fragen geht es in den nächsten Teilen dieser kleinen Einführung in Kants Ethik. Wenn du überprüfen möchtest, ob du alles verstanden hast und die Inhalte lernen und wiederholen willst, empfehle ich dir folgende Inhalte auf Quizlet. Das Lernset Kant Überblick wiederholt mit dir wichtige Begriffe und Definitionen. Im Lernset Kants Menschenbild geht es um die Grundlage von Kants Ethik, den Menschen als Bürger zweier Welten. Und im Lernset Kant, was ist Aufklärung, tauchen wir ein in Kants berühmten und immer noch hochaktuellen Essay. Viel Spaß beim Lernen und Vertiefen und bis bald!